Heute nähen wir eins meiner Lieblingsteile aus dem Nähbuch Nähen für mich, das Latzkleid. Den Link zum Nähbuch findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr ein super cooles und modernes Latzkleid nähen könnt. Wahrscheinlich eins meiner Lieblingsteile aus unserem Nähbuch Nähen für mich Outfit of the Day. Aber es ist einfach zu cool. Das Latzkleid hat vorne eine aufgesetzte Tasche, verstellbare Träger und dann einen richtig schön gekräuselten Rock und verpasst damit der typischen Latzhose einen süßen Tritt in den Hintern. Das Schnittmuster ist natürlich auch wieder aus unserem Buch Nähen für mich Outfit of the Day, das wir mit dem EMF Verlag zusammen veröffentlicht haben. Es ist ein Buch mit 12 tollen Schnittmustern, die richtig modern sind, richtig cool und ganz viel Spaß beim Nähen machen sollen. Wenn ihr dann alles vorbereitet habt und den Stoff zugeschnitten habt, dann kann es hier weitergehen, denn ich zeige euch hier alle Nähschritte von Anfang bis Ende und ihr macht einfach mit. Macht alles so nach, wie ich es vormache, befolgt alle Anweisungen Schritt für Schritt, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns einfach direkt anfangen zu nähen. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten Schnittmuster mehr verpassen. Ganz viel Spaß! Wir bereiten jetzt unser Vorderteil vor. Zum Vorderteil gibt es auch einen Beleg, den wir rechts auf unser Vorderteil legen und an den 3 Seiten, also den schrägen rechts und links, sowie der kurzen oberen Kante, rechts auf rechts aufeinander stecken. Und diese 3 Seiten, die nähen wir jetzt als nächstes. Wir beginnen an der unteren Kante und nähen in einem Abstand von 1 cm. Verriegeln am Anfang, nähen dann hoch bis zur oberen Ecke. Und 1 cm vor der Ecke lassen wir dann unsere Nadel einmal im Stoff stecken, heben den Nähfuß, drehen dann unseren Stoff in die nächste Richtung, senken den Nähfuß wieder und nähen dann weiter. So haben wir dann eine Ecke gefertigt, das machen wir auf der anderen Seite nochmal genauso und nähen dann weiter runter bis zum Saum. Dort verriegeln wir wieder. So sieht das Vorderteil mit Beleg jetzt aus. Als nächstes können wir die Nahtzugaben in der Ecke einmal quer abschneiden, aber bitte nur im äußeren Bereich der Nahtzugabe, sodass bei der Ecke dann noch so 1 mm übrig ist von der Nahtzugabe. Das hilft uns gleich beim Wenden. Und dann drehen wir einmal unser Teil um, sodass Beleg und unser Vorderteil jeweils links auf links aufeinander liegen. Und die Ecken, die kehren wir sehr schön nach außen. Da könnt ihr auch gerne ein Wendewerkzeug zu nehmen. Die sollten jetzt schön spitz geformt sein. Dann bügeln wir die Nahtzugaben der geraden Strecken auseinander. Und anschließend bügeln wir auch von der rechten Seite vom Beleg aus oder vom Vorderteil so über die gerade gefertigte Naht, dass kein Stoff verschluckt wird, aber eine sehr schön gerade und ganz platte Kante entsteht. Anschließend wollen wir die Kanten einmal von außen absteppen. Dafür fertigen wir 2 parallele Nähte. Eine Naht machen wir hier direkt füßchenbreit von unserer gerade gefertigten Kante entfernt, von ganz unten bis zur Ecke, rüber zur anderen Ecke und dann wieder runter bis zum unteren Abschluss. Wir verriegeln am Anfang und am Ende. Und dann machen wir das gleiche nochmal, aber knapp von der Kante entfernt. Da sollte nur so ein Abstand von 1-2 mm sein, sodass das doppelt abgesteppt ist und den so einen typischen Jeans-Charakter gibt. Dann bereiten wir unsere Tasche für das Vorderteil vor und werden dafür als erstes einmal die obere Kante umschlagen, und zwar 2 cm und dort auch einmal rüber bügeln, sodass eine scharfe Bruchkante entsteht. Anschließend falten wir die Kante erneut 2 cm um und bügeln auch noch einmal darüber, stecken uns dann die Kante fest und nähen diese als nächstes an. Wir nähen ganz knapp von der umgeschlagenen Kante entfernt, sodass auf der rechten Seite eben im Abstand von 2 cm zur Kante rechts eine Naht entsteht. So sieht das aus
Und dann können wir die restlichen 4 Kanten 1 cm zur linken Seite umschlagen und auch darüber bügeln. Denn so platzieren wir die dann gleich auf unserem Vorderteil. Markiert euch mit etwas Kreide die Taschenposition, vor allem an den oberen Ecken und dann unten bei der mittleren Ecke und platziert dann genau eure Tasche an dieser Position. Steckt sie dann an den Seiten rechts und links sowie an den Schrägen unten auf euer Vorderteil, denn die nähen wir als nächstes an. Wir nähen jetzt von der oberen Ecke über die unteren 3 Ecken bis hoch zur Kante wieder. Hier fertigen wir auch wieder 2 parallele Nähte. Die eine Naht entsteht knapp von der Kante entfernt und die andere dann füßchenbreit von der Kante entfernt. Dann ist das Vorderteil fertig vorbereitet. Als nächstes bereiten wir uns die Träger vor, denn die nähen wir gleich direkt ans Rückteil und falten oben und unten entlang der langen Kante jeweils 1 cm zur linken Seite um. Dann bügeln wir darüber und schlagen den Zentimeter noch ein weiteres Mal um, genauso um 1 cm, bügeln auch da wieder drüber, stecken uns die lange Strecke fest, machen das eben an beiden Kanten und gleich nähen wir dann darüber. Wenn ihr das dann auch entlang der gesamten Strecke gemacht habt, dann steppen wir eben oben und unten hier einmal drüber. Hier nähen wir jetzt eben ganz nah an der umgeschlagenen Kante entlang, einmal von der einen Seite bis rüber zur anderen, sodass beide umgeschlagenen Kanten dann komplett befestigt sind und das auf beiden Seiten, die wir ja schon vorbereitet haben. Bereitet so bitte beide Träger vor. Die benötigen wir nämlich jetzt und legen sie rechts auf unser Rückteil. Und zwar so, dass immer noch neben dem Träger bis zur Kante 1 cm Platz ist, links und rechts. Also den einen Träger legen wir so an, hier dass links 1 cm Platz ist, den anderen, dass rechts 1 cm noch Platz bleibt. Und darauf wiederum legen wir dann unseren Beleg, auch so, dass die rechte Seite vom Beleg auf der rechten Seite von unserem Rückteil liegt. Und stecken dann, wie im Vorderteil auch, unsere 3 Strecken einmal aufeinander. Nur, dass dieses Mal eben zwischen der Rückteillage und dem Beleg noch die beiden Träger sind. Da nähen wir einmal mit drüber und schließen jetzt diese 3 Strecken. Wir beginnen wieder unten, nähen wieder im Abstand von 1 cm, verriegeln hier auch, nähen dann unsere beiden Ecken. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch bei den Trägern, wo die eingesetzt sind, noch so vor und zurück nähen, damit die möglichst fest sind. Und dann eben noch die andere Ecke und wieder bis runter zur offenen Kante. Bei den Ecken ist darauf zu achten, dass ihr die Nadel eben da stecken lasst, wo der Träger gerade nicht ist, also nur die beiden Lagen vom Beleg und dem Rückteil aufeinander liegen. Bügelt dann genau so, wie wir es im Vorderteil auch gemacht haben, die gerade genähten Ecken platt, nachdem ihr das Teil gewendet habt. Ihr könnt auch wieder die Nahtzugaben in den Ecken wegschneiden und steppt dann wieder einmal knappkantig zur Kante diese neu gemachte Strecke ab und dann einmal füßchenbreit und achtet darauf, dass der Träger hier schön weg liegt vom Rückteil, also eben nach oben zeigt. Das ist ganz wichtig. So sollte das Ganze dann eben jetzt auch im Rückteil abgesteppt sein. Auch der typische Jeans-Look und passt genau zum Vorderteil. Der Träger kommt hier genau neben der Ecke heraus. Dann sind Vorder- und Rückteil erstmal fertig und wir widmen uns dem Rock. Unseren breiten Verschlussbeleg können wir einmal in der Hälfte falten, rechts auf rechts. Und dann können wir uns eine kurze Seite zusammenstecken mit einer Stecknadel und diese dann gleich einmal hier mit einer geraden Naht schließen. Dann können wir das Teil einmal wenden, sodass die Nahtzugaben dann innen liegen und wir bilden auch hier eine schöne Ecke. Dann bügeln wir das Ganze platt und die offenen Kanten, die wir da jetzt noch haben, die können wir einmal genau aufeinander legen und dann mit einer Overlock-Maschine und einer Overlock-Naht oder der normalen Haushaltsnähmaschine und einer Zickzack-Naht zusammenfassen an der kurzen Strecke und der langen. Das Ganze sieht dann nämlich so aus und wir bereiten jetzt beide Seiten genau spiegelverkehrt vor und dann können wir
auf den Vorderrock jeweils unseren einen Beleg rechts anlegen, genauso wie links, und die kurze Strecke feststecken. Und auf den Hinterrock dann die Belege, die wir eben vorbereitet haben, die so umgeschlagen sind. Die legen wir so an, dass die obere Kante die verstürzte ist und die untere die versäuberte. Dann nähen wir da einmal drüber. Also nähen jetzt alle 4 Belege an. Die Belege falten wir dann alle jeweils nach außen und bügeln dann einmal über die Naht, sodass auch die Nahtzugabe nach außen zeigt. Und die Nahtzugaben, die wir jetzt eben nach außen gebügelt haben, die steppen wir jetzt noch einmal knappkantig ab. Und zwar von der rechten Stoffseite, hier knapp neben dem Schatten der Naht, auf der Belegseite, von oben bis unten auf dem Beleg. So sieht das Ganze dann jetzt aus, von der rechten Seite betrachtet. Und jetzt fügen wir unsere Rockteile zusammen. Wir legen dafür unseren Vorderrock und unseren Hinterrock rechts auf rechts aufeinander. Dabei zeigen die Belege, so wie wir sie jetzt gerade gebügelt und gesteppt haben, nach außen. Und wir fangen jetzt an, die Strecke der Seitennähte aufeinander zu stecken. Das machen wir auf beiden Seiten. Und zwar beginnen wir 1 cm oberhalb der Ecke und dann stecken wir runter bis zum Saum. Wo wir jetzt die erste Stecknadel gesteckt haben, beginnen wir auch mit dem Nähen, vergewissern uns nochmal, dass die Nahtzugaben nach außen zeigen, senken dann dort den Nähfuß und verriegeln genau an der Stelle. Und dann nähen wir eine gerade Naht runter bis zum Saum. Das Ganze machen wir dann bei beiden Seitennähten. Näht dann noch die untere Kante jeweils der Belege genau aufeinander. Die Nahtzugaben der Seitennaht können wir dann bügeln, und zwar in Richtung des Vorderteils. Dann bringt euren Nähfuß für Knopflöcher an, und wenn ihr die Position für die Knopflöcher auch markiert habt, dann steppt sie doch bitte. Ich empfehle Augenknopflöcher mit den Augen zu unserer Seitennaht zeigend. Das sollte dann so aussehen. Fertigt jetzt noch die weiteren Knopflöcher, und zwar an beiden Seiten. Dort sollten jeweils 3 Stück sein, also 6 in Summe. Dann möchten wir die obere Seite von unseren Rockteilen kräuseln, und die Belege, die kräuseln wir nicht mit, zumindest nicht die ins Vorderteil geneigten. Wir fangen am Anfang an und nähen eine parallele Naht zur oberen Kante, die wir am Anfang und am Ende nicht verriegeln. Die Fadenenden lassen wir einfach so 10 cm hängen, und wir nähen jetzt mit einem Abstand von 0,5 cm zur Kante rechts. Und wichtig ist, dass wir den Stich auf eine große Stichlänge einstellen, wie zum Beispiel 4 oder 4,5. Dann nähen wir einmal ganz von der einen auf die andere Seite. Und das gleiche noch einmal machen, aber diesmal mit einem Abstand von 0,7 cm zur Kante. Das sollte dann also jetzt so aussehen. Ihr habt 2 parallele Nähte mit einer großen Stichlänge. Wir bereiten das Ganze so bei beiden Rockteilen vor und haben dann jetzt also auf jeder Seite immer 4 Fäden hängen, 2 Oberfäden und 2 Unterfäden. Wir greifen uns jetzt nur die beiden Oberfäden, halten die fest und raffen dann unseren Stoff zur Mitte des Rockteils zusammen. Wir halten also den Faden und schieben den Stoff auf dem Faden entlang. Und so kräuselt sich der Stoff. Das können wir von beiden Seiten machen. Also jetzt schiebe ich zum Beispiel von rechts nach links hier meinen Stoff, mache das dann aber auch noch von der anderen Seite, wo hier auch meine Fadenenden hängen. Ich möchte diesen Stoff jetzt so doll zusammenraffen, dass meine Rockteile genau an mein jeweiliges Vorderteil oder mein jeweiliges Rückteil passen. Wenn die Kräuselung fertig vorbereitet ist, dann nehme ich mir eben mein Vorder- oder Rückteil dazu, lege es jetzt rechts auf die Kräuselung und stecke beide Kanten aufeinander.
diese Strecke und auch auf der anderen Seite, die schließe ich jetzt mit einer geraden Naht und einer normalen Stichlänge von 2,5. Dann fertigen wir die Säume. Das werden Einschlag-Umschlag-Säume, das heißt, die werden erst 1 cm zur linken Stoffseite eingeschlagen und gebügelt und dann einen weiteren Zentimeter umgeschlagen, auch gebügelt und festgesteckt und ringsherum abgesteppt. Wenn ihr wieder dort angekommen seid, wo ihr angefangen zu nähen habt, dann ist die Naht beendet, ihr könnt verriegeln und der Saum ist fertig. Als nächstes hämmern wir noch die Knöpfe auf unsere Belege, die zum Vorderteil zeigen. Und zwar haben wir da auch markierte Positionen. Wenn ihr auch solche Nietenknöpfe nutzt, dann bestehen die aus 2 Teilen, einer spitzen Hinterseite und einem Metallknopf vorne. Die Spitze stecken wir von hinten nach vorne durch unseren Beleg, führen dann die Spitze eben durch die Fasern, ohne den Stoff wirklich zu verletzen. Und entweder ihr habt einfach so Klickknöpfe, dann könnt ihr die einfach so draufstecken, die Knöpfe, oder ihr müsst euch noch einen Hammer dazu nehmen. Dann legt ihr einfach die beiden Teile aufeinander, so dass sie ineinander stecken schon. Holt euch einen Hammer dazu, schlagt einmal kräftig darauf, dann merkt ihr schon, ob die Teile ineinander stecken bleiben und dann ist das Werk vollbracht. Ihr befestigt jetzt alle Knöpfe als nächstes. Also natürlich die auf den Belegen. Vergesst aber auch hier im Vorderteil an den oberen Ecken die Knöpfe nicht. Die Knopflöcher müssen wir auch noch aufschneiden. Dazu könnt ihr eine feine Stickschere nehmen oder einen Nahttrenner. Beim Nahttrenner solltet ihr rechts und links besonders darauf achten, weil ihr noch ein bisschen weniger Kontrolle habt beim Schneiden, dass ihr nicht in die Nähte einschneidet, sondern wirklich nur den Stoff durchtrennt. Und dann passen auch eure Knöpfe durch die Knopflöcher und das Ganze sieht schon fast fertig aus. Wir müssen nur noch unsere Träger zum Verstellen einmal fertig machen. Ihr habt also auch solche Verstellschnallen mit einer beweglichen Schiene in der Mitte. Die möchten wir jetzt hier im Rückteil befestigen. Dort haben wir ja unsere Träger schon angebracht und für vorne, dort haben wir noch diese typischen Latzschnallen, die wir mit unseren Nietenknöpfen nutzen können. Wir beginnen mit den Verstellschnallen. Die fädeln wir jetzt auf unseren Träger. Und zwar genau so, dass wenn wir von der linken Trägerseite darauf schauen, nur noch unser bewegliches Teil in der Mitte zu sehen ist. So kann man sich das ganz gut merken. Schaut mal, genau so sollte das jetzt aussehen. Der Träger wird also einmal genau hindurchgeführt. Von der rechten Stoffseite sieht man aus jetzt die obere und untere Stange von dem Verstellteil. Dann nehmen wir uns hier direkt unser Latzteil dazu und fädeln das ebenfalls auf, so dass man nur noch das mittlere Teil sieht, die mittlere Stange. Das schieben wir dann weiter nach unten, Richtung Verstellschnalle. So sieht das jetzt aus. Wie gesagt, von beiden Seiten sieht man jeweils von der linken Stoffseite aus betrachtet nur ein Teil und die sitzen jetzt übereinander auf unserem Träger. Dann geht es weiter. Wir nehmen wieder unser Trägerende und führen das dieses Mal durch das eben zuerst aufgefädelte Teil und zwar von unten nach oben kommend. Wieder durch das gleiche Teil. Das positionieren wir dann so, dass wir ungefähr 5 cm von diesem Träger jetzt hängen haben, also herausschauend, und befestigen dann dieses Stück und zwar nicht auf dem äußeren Teil, sondern hier dem innenliegenden Teil,
sodass wir die Naht dann später außen nicht sehen. Dort stecken wir einmal beide Lagen aufeinander und nähen dann einmal hier gerade herüber. Genauso machen wir das auch noch bei unserem anderen Träger. Wir nähen jetzt in einem Abstand von 1 cm Nahtzugabe, gemessen von der letzten Kante hier, von der äußeren Kante von unserem Träger. Und wenn ihr das auf beiden Seiten gemacht habt, dann seid ihr fertig mit eurem Latzkleid. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, du fühlst dich pudelwohl in deinem neuen Latzkleid. Ich würde darunter ziehen etwas auch ebenfalls sehr lässiges, groß geschnittenes, wie zum Beispiel das Oversize-T-Shirt. Das ist auch im Buch enthalten. Oder zum Beispiel den Sally-Sweater. Beides eignet sich perfekt dazu und macht auch richtig viel Spaß zu nähen. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Nähprojekt und bis bald!